Viele Tabletop-Spieler geben zu viel Geld aus oder Spiele brauchen zu viel Zeit oder verschwenden dabei massiv Platz auf dem Tisch. Und das Schlimmste dabei ist, es wissen viele noch nicht mal, dass es bessere Möglichkeiten gibt. Heute zeige ich euch etwas, das meine Sicht auf Tabletop Wargaming komplett verändert hat und die meisten Menschen haben noch nie davon gehört. Wer so wie ich mit Warhammer 40k hier angefangen hat oder eben auch mit anderen klassischen 28 mm Tabletops, kennt das Problem. Du brauchst einen riesigen Tisch. Eine vollständige Armee kostet schnell mehrere hundert, manchmal sogar tausende Euro, und das Bemalen alleine für eine spielbare Grundarmee sitzt du monatelang am Tisch, um hier irgendwas fertig zu bekommen. Und versteht mich dabei nicht falsch, ich liebe das Hobby, aber es muss doch auch einen cleveren Weg geben, um das Hobby auszuüben. Denn es gibt natürlich nicht nur Warhammer 40k, wie wir es hier haben, sondern auch andere Spiele im 28 mm Maßstab, wie zum Beispiel Infinity oder auch Freebooters Fate, wo aber eben zum Teil natürlich sehr viele Figuren zum Einsatz kommen. Bei Infinity und Freebooters Fate ist es natürlich ein bisschen anders, weil man hier natürlich weniger Figuren braucht, aber zum Beispiel auch ist hier wiederum sehr viel Gelände notwendig, um hier eben vernünftige Spieltische schaffen zu können, auch wenn die Tischgröße selbst dann kleiner ausfällt. Und die Lösung dafür ist Epic Scale. Denn genau hier kommt Epic Scale dann ins Spiel. Epic Scale bedeutet, dass eure Miniaturen sind nur wenige Millimeter groß. Das klingt natürlich erstmal winzig, aber was es tatsächlich bedeutet ist, dass wir eine komplette Armee auf einem Bruchteil oder beziehungsweise einer normalen Tischplatte, einer normalen Spielplatte aufstellen können, und das wirkt dann natürlich schon ganz anderes, als wenn dort nur 10, 20 Figuren stehen oder gegebenenfalls auch 40 Figuren. Und genau hier ist der Punkt, der mich umgehauen hat persönlich, denn es sieht nicht klein aus, sondern es sieht eigentlich episch aus. Denn statt eben dieser 10 oder 20 Modelle hat man dann eben hier sehr viel größere Anzahl von Figuren, die eben ganze Bataillone darstellen können, Panzerrollen. Über das Schlachtfeld, Infanterie stürmt Zielobjekte und es fühlt sich an wie ein echter Kampf und kein Scharmützel. Der Punkt 1 hier sind natürlich die Kosten, denn ihr bekommt mehr Modelle für weniger Geld im Regelfall. Um eine vollständig spielbare Armee sprengt natürlich dann dementsprechend nicht euer Konto. Ein zweiter Punkt ist natürlich die Tischfläche, also wie ich schon sagte, für ein vollständiges Spiel reicht dann oftmals auch schon ein Esstisch aus. Man muss nicht unbedingt einen dezidierten Spieltisch oder ein Spielzimmer haben, auch wenn das natürlich für größere Spiele oder für reguläre Spielgrößen natürlich sinnvoll ist. Aber man kommt hier auch mit kleineren Spielgrößen schon recht weit, dass das Ganze auch wirklich gut aussieht. Und Punkt 3 ist natürlich die Bemalung. Ja, die Modelle sind natürlich kleiner, aber das bedeutet natürlich gleichzeitig, dass ihr schneller fertig seid, weil ihr einfache Maltechniken verwenden könnt und trotzdem ein beeindruckendes Ergebnis auf dem Spieltisch eben seht. Also für welches Spiel habe ich mich eigentlich jetzt entschieden? Und zwar ganz einfach, es heißt Epic Warpath von Mantic Games. Und ich will euch natürlich auch ehrlich sagen, es ist ein neues Spiel, die Community ist noch sehr klein, aber genau das macht es für mich so spannend, weil eben alles gerade im Aufbau befindlich ist. Epic Warpath ist ein Massenspiel dementsprechend mit einem Science-Fiction-Universum. Also wenn ihr Firefight von Mantic Games kennt, ist es im gleichen Universum angesiedelt. Ihr habt Menschen, es gibt Alienrassen, Roboter, komplette Fraktionen mit ihrem ganz eigenen Spielstil, was man eben so kennt von Tabletop-Spielen. Das Regelwerk selbst ist eigentlich klar und einsteigerfreundlich. Ihr müsst jetzt keine 300 Seiten durchblättern, um loslegen zu können, sondern man kann hier sehr, sehr schnell einsteigen. Und die Modelle, die sehen auf dem Tisch fantastisch aus, selbst mit einfacher Bemalung. Und da werdet ihr dann auch noch mehr sehen, wenn ich in Zukunft selbst bei meiner Bemalung weitergekommen bin. Dazu kommt dann eben wieder im Bereich der Kosten eben die Starter-Sets,
Das gibt euch alles, was ihr für eure ersten Spiele braucht. Hier so ein Set kommt eigentlich mit bereits vollwertig einer ganzen 2.000 bis 3.000 Punkte Armee. Das ist eben eigentlich auch die Standardspielgröße, die ihr so finden werdet, sehr häufig. Und mehr braucht ihr eigentlich überhaupt auch gar nicht. Und das eben zu einem sehr, sehr vernünftigen Preis. Jetzt natürlich die Frage, für wen ist Epic Warpath geeignet? Also wenn ihr Erfahrung mit Warhammer 40k oder auch Fantasy-Spielen habt und nach etwas Neuem sucht, dann ist es das auf alle Fälle wert, hier mal einen Blick reinzuwerfen. Wenn ihr schon immer ins Tabletop-Hobby einsteigen wolltet, aber von den Kosten abgeschreckt worden seid oder vom Bemalaufwand, dann ist natürlich auch Epic Scale vermutlich der einsteigerfreundlichste Einstieg, den es gibt für dich. Und wenn ihr einfach die Idee liebt, eine komplette Armee auf einem kleinen Raum zu befehligen oder eben epische Schlachten, quasi kleine Figuren, dann probiert es einfach mal aus. Ansonsten gibt es auf dem Kanal schon seit einigen Jahren Tabletop-Content, auch zu Epic Warpath wird hier mehr kommen in Zukunft. Armeeaufbau, vielleicht Bemalung, News, was es so Neues da gibt im Bereich Epic Warpath, aber auch dann in Zukunft wieder Firefight und natürlich Kings of War, alles von Mantic Games. Wenn das natürlich jetzt interessant klingt, dann wäre es natürlich schön, wenn du den Kanal abonnieren würdest. Ich lade eigentlich oder versuche wieder jede Woche ab sofort ein Video hochzuladen und möchte eben die Community von Grund auf aufbauen für Epic Warpath, genau wie ihr eben eure Armeen aufbaut. Und ihr werdet noch Links zu Epic Warpath und Mantic Games auch in der Videobeschreibung finden.